Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Ich habe diese Woche diesen wunderschönen Audi RS6 hier. Ich meine aus der ersten Baureihe, wo der rauskam. Wer mich schon länger verfolgt, auch bei Instagram, der wird jetzt fragen, ist das der, den du schon mal hattest? Nein, es ist tatsächlich ein anderer. Auch wenn das auch ein RS6 Plus ist, aber der erste, den ich da hatte, war tatsächlich auch noch von Abt, also noch mal mit ein bisschen mehr Power. Auch sehr geil. Der hier ist normaler R6 Plus. Und was ist besonders an dem Auto? Der bekommt auch eine Keramik. Das ist nicht besonders. Das habt ihr jetzt wahrscheinlich schon alle erwartet. Steht auch im Titel drin. Nein, es ist eine Wiederbeschichtung. Das heißt, das Auto hat vor 10 Jahren schon mal eine Keramik bekommen in der Schweiz. Dann ist halt das Auto irgendwann hierher gekommen. Der Kunde hat das Auto gekauft und nur hätte er es gerne wieder beschichtet. Also eine Neubeschichtung. So, was ist für euch jetzt interessant daran zu hören, beziehungsweise was ist wichtig, wenn ihr ein Auto bringt, was schon mal beschichtet wurde? Eigentlich nur, dass es mir sagt. Also, und selbst wenn ihr das vergessen würde, dann wäre das jetzt auch kein Beinbruch, weil ich sehe ja, ob irgendwas drauf war. Und bei einem Gebrauchtwagen wie dieser hier muss ich ja sowieso polieren, muss ich ja sowieso cutten. Das heißt, die alte Beschichtung wird in jedem Fall runtergenommen. Das Auto ist jetzt so, wie es hier steht, schon fertig gewaschen. Ich muss gleich noch kneten und entfetten und dann fange ich an zu polieren. Aber ich habe beim Waschen schon gemerkt, da ist nichts mehr da. Nach 10 Jahren ist voll okay. Also da kann man niemanden einen Vorwurf machen. Ich habe ja letztens das Video rausgebracht, wo ich gezeigt habe, wie lang die Keramik jetzt auf meinem eigenen Auto drauf ist, vor allem wie viel Kilometer. Das ist schon ordentlich, aber nach 10 Jahren und auch wenn das hier ein gepflegter Garagenwagen ist und der nicht jeden Tag, den ganzen Tag bewegt wird, also es ist jetzt nicht so ein Alltagsfahrzeug, wie ich es da draußen habe. Mein Gott, wenn da nach 10 Jahren nichts mehr ist, können wir niemanden Vorwurf machen. Ja, Vorgehensweise ist dementsprechend klar und unterscheidet sich hier an der Stelle auch nicht wie andere Keramikbeschichtungen. Das heißt, ich gucke, wo sind hier besondere Beschädigungen. Wir haben hier ein relativ mildes Kratzerbild. Wie gesagt, sehr gepflegtes Auto. Wo ich welche gesehen habe, war hier vorne an der Stoßstange. Hinten da diese unischwarze Leiste um das Kennzeichen herum, die neigt wirklich sehr stark dazu zu verkratzen. Können wir jetzt, ja, die sind halt alle so. Ist halt nun mal so. Aber auch die werden wir wieder hochpolieren, werde ich einen schönen 50-50-Vergleich machen und dann seht ihr, wie gut die wieder aussieht. Ja, Wunsch vom Kunden war, das Auto soll mal wieder ein bisschen mehr Glanz bekommen. Ich finde, so völlig matt erscheint er jetzt nicht, aber na klar, der bekommt jetzt hier wieder sehr viel mehr Glanz. Ich habe schon gesehen, auch der Lack ist, obwohl er mal beschichtet wurde, nicht so komplett geglättet. Also so wie ich dann meistens die Autos rausgebe. Ich poliere bzw. cutte ja auch mal relativ viel, um halt diese, ich nenne es mal Rauigkeit oder ja, diese feine Welligkeit aus dem Lack rauszubekommen, damit wir quasi ein sehr schön ebenes Lackbild haben. Durch die Keramik wird es ja dann nochmal glatter, obwohl wir sehr wenig auftragen, aber einfach dadurch, dass halt minimal Unebenheiten geglättet werden durch die Beschichtung, wird es eben nochmal sehr viel glatter und dadurch auch sehr viel glänzender. Außerdem verbindet sich die Keramik mit der obersten Schicht und sorgt dafür, dass dieser Glanz auch lange erhalten bleibt, auch länger als die Keramik tatsächlich da ist. Wenn die dann oben schon weg ist, trotzdem habt ihr immer noch diesen Glanz, der ja, gut 10 Jahre hält, auch wenn es dann vielleicht nicht mehr abfährt. So, genug gequatscht. Muss die Woche noch fertig werden, also auf geht's.
Was da passiert ist, das kann ich euch sagen. Der Letzte, der an dem Auto gearbeitet hat, beziehungsweise der letzte Aufbereiter, der wird schön mit der Rota überall einmal drüber geflogen sein. Und wenn man sich natürlich nicht vorsieht, dann spritzt die olle Politur überall hin. Und wenn man das natürlich dann auch nicht abwischt, und gerade auf den Kunststoffteilen, brennt sich das irgendwann ein. Dann habt ihr solche schönen weißen Flecken. Ganz toll. Mache ich gleich noch weg. Was mache ich jetzt hier? Natürlich Hochglanzgang. Warum? Bei dem Silber sieht man doch keinen Unterschied, oder? Doch, sieht man. Es macht echt einen Unterschied, wenn ihr Hochglanz fahrt, auch bei einem Silber oder bei einem Weiß. Die Farbe wird einfach nochmal klarer. Ihr habt auf dem Grauschleier auf dem silbernen Auto oder auf dem weißen Auto. Das ist ganz normal. Es ist ja kein anderer Lack. Es ist nur optisch nicht erstmal zu sehen. Es macht aber beim Ergebnis einen ganz entscheidenden Unterschied. Also, weiteren Text. Fertig ist der gute Audi und ich glaube, das Ziel habe ich auf jeden Fall erreicht, und zwar mehr Glanz. Ja, nach der Keramik glänzt er ja schon wahnsinnig, aber wenn man dann nochmal 24 Stunden wartet, dann ist der Glanzgrad einfach nochmal heftiger. Das kommt einfach durch das Aushärten und durch die chemischen Prozesse der Keramik, die da nochmal richtig den Glanz pushen. Natürlich ist auch die viele Vorarbeit schuld am mehr Glanz, wie ich das halt auch immer so erkläre, dass einfach durch das Glätten der Oberfläche haben wir ja per se einfach mehr Glanz. Ne? Also eine glattere Oberfläche hat auch immer mehr Glanz. Was ist Glanz? Glanz ist natürlich, wie
die Lichtbrechung auf der Oberfläche ist, wie das Licht reflektiert wird. Das will ich in Zukunft auch mal objektiv zeigen, und zwar mit einem Gadget, das ich jetzt noch nicht habe, aber das ich in Zukunft anschaffen werde. Und dann kann ich euch noch besser zeigen, was wir hier erreichen können. Dann kann man auch bei so einem, ich sag mal, bei einem Auto, was ja schon in einem guten Zustand kommt, kann man noch zeigen, dass da wirklich noch eine Schippe drauf kommt. Ich hoffe, dass ihr einen Unterschied seht zwischen der ersten Szene, wo das Auto hier quasi nur gewaschen stand, und jetzt. Ansonsten ist nicht viel dazu zu sagen. Es ist eine Keramikbeschichtung wie immer, außer dass das Auto schon mal beschichtet wurde, allerdings vor einer relativ langen Zeit. Das heißt, von der Keramik war einfach nicht mehr viel übrig und dementsprechend ja, gecuttet wurde sowieso, also musste keine besondere Vorarbeit folgen. Falls ihr auch eine Neubeschichtung braucht oder generell von einer Keramikbeschichtung überzeugt seid, ihr wollt das für euer Auto auch haben, ihr könnt jederzeit bei mir vorbeikommen oder mich anrufen. Kontaktdaten stehen immer unten. Also da stehen die Seiten von mir, meine Internetseiten, da findet ihr auch die Kontaktdaten. Ihr könnt mir eine E-Mail schreiben, ihr könnt mich anrufen jederzeit und vorbeikommen, üblicherweise zu den Öffnungszeiten. Dann stellt euer Auto vor. Ich berate euch da, ich quatsch euch nichts auf, sondern wir gucken, was macht Sinn, was macht keinen Sinn, und dann kommen wir da auf jeden Fall auch zusammen. Genau. Wenn ihr euer Schätzchen dann noch länger so schön haben wollt oder mal wieder richtig schön haben wollt. Genau. So, das war's von mir, von dem Video. Jetzt gibt's noch ein paar Aufnahmen vom fertigen Auto. Wir sehen uns nächste Woche wieder beim nächsten Video. Macht's gut. Ciao.